Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir machen inshallah weiter mit unserem sehr wichtigen Thema, und zwar mit dem Koran und die Vorzüglichkeit des Koran in unserem Leben, also besonders für die Muslime. Und heute wollen wir ein bisschen sprechen über einige Ayat im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yunus, O ihr Menschen, zu euch ist eine Ermahnung gekommen, eine Ermahnung gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Yunus. Wir merken hier in dieser Ayah, ist sehr wichtig, weil diese Ayah spricht über alle Kategorien der Menschen. Ob Menschen, die nicht glauben, ob Menschen, die glauben, alle. O ihr Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Ermahnung, und diese Ermahnung ist die Offenbarung, also ist der Koran, ist eine Ermahnung. Bevor jemand praktizieren wird und einen starken Iman hat, einen starken Glauben hat, es muss zuerst eine Ermahnung sein. Du liest den Koran, du hörst die Hadithe, die Überlieferungen über den Propheten, was er gesagt hat, gemacht hat und alles. Und dann, das ist eine Ermahnung. Also die Ermahnung ist das Recht aller Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala ermahnt alle Menschen. Niemand ist ausgeschlossen oder ausgenommen. Nun, es liegt in deiner Hand, ob du diese Ermahnung Folge leisten willst oder nicht. Das ist dein Problem. Also die Ermahnung ist da. Niemand kann das leugnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ermahnung herabgesandt. Du liest den Koran, du findest die Ermahnung. Die Ermahnung und die frohe Botschaft findest du auch. Nun bleibt es, ob du mit dieser Ermahnung deine Krankheiten heilen willst oder nicht. Bevor du die Ermahnung bekommen hast, wir alle, wir haben viele Krankheiten im Herzen. Viel Krankheiten. Habgier, Neid, viele Sachen hast du in deinem Herzen. Bisschen Zweifel an Gott, Zweifel an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Zweifel an dem jüngsten Tag. Jeder hat das. Aber wenn du die Heilung willst, dann findest du auch drin. Und Heilung, deshalb sagt er Heilung für das, was in den Brüsten ist, und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Das sind 3 Kategorien. Also es gibt eine Kategorie, und ich hoffe, du gehörst nicht zu dieser Kategorie. Diese Kategorie weiß, dass es eine Ermahnung gibt, aber sie sucht die Heilung nicht. Okay, ich habe viele Krankheiten, ich bin nicht gut, aber ich bleibe lieber so. Die zweite Kategorie, die ist höher, die sucht die Heilung. Wo gibt es diese Heilung? In der Offenbarung. Alles drin. Und wenn man die Heilung hat, man ist geheilt, man ist gottesfürchtig geworden, man ist rechtschaffen geworden, dann kommt man in die nächste Stufe, und zwar, dass wenn du etwas hörst vom Koran oder Tradition des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist für dich keine Heilung, das ist für dich eine Rechtleitung. Dann bist du rechtgeleitet. Du wartest nur, dass du etwas hörst, dann hast du die Rechtleitung. Und wenn du die Rechtleitung hast,
dann bekommst du die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dann bist du auch eine Rechtleitung für die anderen, dann bist du auch eine Barmherzigkeit für die anderen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesandt als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. So ist die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also, pass mal auf, diese 3 Kategorien, da musst du sehr aufpassen. Bist du seit Jahren nur an dem Ansehen, wie die Ermahnung ist, du liest die Suren, das ist die Ermahnung, okay, alles gut, aber ich ändere gar nichts an meinem Charakter, an meiner Tradition, alles ist geblieben, wie es war. Das ist ein Problem. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Isra, und wir offenbaren vom Koran, was eine Heilung ist. Also Allah sagt uns hier, dass der Koran ist eine Heilung. Eine Heilung für was? Eine Heilung für alles. Aber in Surah Al-Isra, die Heilung heißt die Gewissheit. Du bist gewiss. Das heißt, du hast keinen Zweifel. Das ist mehr als die Sure Yunus, wo es Heilung, was in den Brüsten ist. Hier sagt er nicht, was in den Brüsten ist. Er sagt nur Heilung. Und die Heilung hier ist die Gewissheit. Wenn du schon geheilt bist, du hast keine Krankheiten mehr. Du liest den Koran und du siehst alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erzählt, als Gewissheit. Du hast überhaupt keinen Zweifel. Wenn du das hast, dann hast du diese Höhestufe erlangt, dann hast du das schon in der Tasche, sowas, und dann ist es alles für dich nur Gewissheit. Und das ist etwas, was sehr, sehr schön ist. Nicht mehr als Heilung, sondern als Gewissheit. Und deswegen erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache genau zwischen den Heuchlern, den Munafiqin, und den Gläubigen damals. Damals waren die Gläubigen natürlich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überall, in der Moschee, überall, mit ihm, mit Leib und Seele sozusagen. Die Munafiqin, die Heuchler waren auch dabei, aber leider nur mit Leib, nicht mit Seele. Und sie haben sich immer lustig gemacht, was die Gläubigen immer gesagt haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah oder eine Surah herabgesandt hat, haben die immer ein bisschen gespottet und haben gesagt, wer von euch hat ein bisschen jetzt mehr Iman, als er diese Ayah gehört hat? Hast du jetzt mehr Glauben? Diese Ayah hat dir mehr Glauben verschenkt? So, sie haben sich lustig gemacht. So, Allah subhanahu wa ta'ala hat geantwortet. Er hat gesagt, und wenn eine Ayah oder eine Surah herabgesandt wird, es gibt von ihnen manche, die sagen, wer hat diese Ayah oder diese Surah von euch den Iman vermehrt? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich die Gläubigen vermehrt diese Surah den Iman. Die Leute, die glauben, die sind schon fest drin. Wenn sie eine Ayah hören oder wenn sie etwas hören vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, das vermehrt den Iman. Der Iman wird mehr. Und sie freuen sich auf frohe Botschaft. Nicht nur das. Sie sind fest im Glauben und freuen sich, was Allah subhanahu wa ta'ala alles versprochen hat. Was aber denjenigen angeht, die Krankheit in ihren Herzen haben, diese Surah bringt ihnen Gräuel über Gräuel. Das ist Gräuel, Verlust. Das heißt, die haben Krankheit im Herzen. Diese Surah hat nichts gebracht. Also wir merken, dass dieselbe Surah, dieselbe Ayah, derselbe Koran kann den Iman vermehren und kann auch den Gräuel vermehren. Also je nachdem, was du in deinem Herzen hast. Wenn du Krankheit hast, das ist der Zweifel. Du zweifelst. Alles, was du hörst
vom Koran und der Tradition des Propheten bist du nicht sicher. Das heißt, es ist eine Krankheit. Deshalb spricht Allah subhanahu wa ta'ala von Krankheit. Wenn er von den Heuchlern spricht, er sagt, wahrlich in den Herzen ist Krankheit. So vermehrt Allah subhanahu wa ta'ala ihre Krankheit. Allah vermehrt die Krankheit, weil sie sich nicht die Heilung holen wollen. Sie wollen sich nicht heilen durch die Offenbarung. Inshallah, nächste Woche machen wir weiter mit diesem Thema. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.